Sarah Zadrazil, Austrian national team, midfielder, and I'm 29 years old. Der Stefan Meyerhofer ist auch noch im Nachwuchsbereich. Das ist unsere Hall of Fame. Yeah. All I did every day was play football with the boys outside. I barely had any female friends when I was young. I joined the club team when I was 5, and I played with the boys up to the age of 14 before joining only women's team. Ich bin einfach sehr dankbar für meine Zeit beim USC Abersee und ich glaube, hier hat alles angefangen und ja, hier waren meine ersten Schritte am Fußballplatz und ich bin einfach sehr dankbar für alles, was ich hier mitnehmen durfte und ich glaube, ja, ich habe mittlerweile sehr viel erreicht und da habt ihr einfach einen großen Teil dazu beigetragen. I played in Austria for a while and then I made a big step to join a college team in the US. And yeah, I was 19 and it was quite difficult to leave home and go there and develop as a player but also as a person. And I think that's what made me the player I am today. That I had many challenges, that I took them and that tried to overcome all the difficult sides of it, and that's the way I play as well. Yeah, always. Nice. Right before the game, I try to put all the tactics aside and focus on myself and just calm down a little bit and have a few points I want to focus on. And for me, it's super important not to be too nervous and too focused, so be a little bit loosened up. And we have a really cool atmosphere in the locker room before the game, so there's music, there's dancing, and so we are just super excited to go out there and perform. Das ist eins von den größten Möglichkeiten. Keine Ahnung, er hat gesagt, der geht jetzt so, den werden wir nicht erwischen. My parents are here the whole tournament. They actually drove up here with their car, which is a long trip from Austria, but they will be here the whole tournament and they hope they can stay as long as we can stay. So I hope it's another few weeks. Österreich! Hi, servus. It is super special for me because it's one way for me to give back to them what they have done for me. And just to share moments like this with them, I think that's just amazing. 8-1. Was? 8-1. Jetzt sind wir recht überrascht. Wow. Was haben wir Maus? Schau dir das an. Yeah. If people are in front of the TV, it's also amazing, but if they are there in the crowd, it gives me that extra little percent I need, and to go there after the game and hug them and be like, thank you, I wouldn't be here without them, it's special. For me, the most important thing in my life is my family. So it was a special moment for me when I was standing there singing the national anthem and when they were there as well, and just to talk to them after the game. So yeah, I love them a lot.
Sicher. Hallo. Wie gut, Schätze, wie du das machst. Wahnsinn. Hi, jetzt darf Ich darf uns drücken. Hallo. Für mich war das beim Einergehen, es war so schön. Es war aber gar nicht irgendwie, dass ich sage, ich bin mega nervös oder irgendwas. Ich war so ganz einfach nur. Gar nicht. Es war einfach nur Energie und einfach so ein schöner Moment. Die Hymnen, aber die englische Hymne war Wahnsinn, wenn es alle gesungen haben. Nein, aber ich meine wieder das ganze Stadion, das war Wahnsinn. Und ich habe schon einmal gesagt, ich bin in der ersten Halbzeit so einen Moment gehabt, da war Abstoß von uns und ich habe hochgeschaut und alle haben mit den Taschenlampen. Und ich habe mir so gedacht, wow, okay, du musst dich jetzt wieder konzentrieren, weil du warst jetzt so, boah, wie bei so einem Konzert. Ich mir so gedacht, Aber das kommt Ja. natürlich auf den Film an. Hello, I'm Jessica Silva and I play for the Portuguese national team. Since I was a baby, my mother always said to me that she remembers me trying to shoot everything that I could. So I started to play quite late than the normal at 14. And at my 19 years old, I signed my first professional contract. So I was like a professional my first time at 19 when I moved to Sweden. So I can say that things went really well and really fast. But of course, today things are really different. Now there's more facility. When I was young, I never imagined that I could be professional in my country. And right now I'm professional in my country. When the television starts to coverage the women's football game, the people start to see, oh, there's women's football. Oh, there's like professional women's football. And until that moment, the people didn't knew that there is professional women's football. So I think in that way it's important. Of course, it brings more pressure, but we can manage this in a right way. Yep, let's go. Yeah. My name is Lia Valti and I'm playing for Switzerland. In Switzerland, we have a lot of girls who are fully working next to playing football. So they basically have to take unpaid vacation right now to be here. So I think that is the long-term goal. But I really, really want to push more and more in Switzerland to have equal possibilities for young girls. And especially then also for the age of teenagers, because we lose a lot of talents because they have to decide either if they're going the football way and risk to be professional but maybe don't make it, or stay in Switzerland to take the safe way to just do a normal job. So, sehr Musik wieder. Ja, du gerade mit dem TV. Ja, jetzt sind wir nämlich ins Konto. Hallo. Ça va? Ja. Ja, ich bin seit dem Sonntag da. Ja. My parents always supported me. Whatever I wanted to do as a child, they kind of let me try it out, and I ended up playing football. And yeah, I think Dad was more on the football side, where Mom was a bit more playing handball, and I would say Dad was always very excited, nervous as well when I had a game, and Mom was always the calm one, but bringing me always to the trainings and games and just kind of let me live my dream. And I think that's all you really dream of when you're a child, to do what you love, and my parents really supported me all the way through.
Lia ist als Typ einfach recht eine ruhige. Also die Verantwortung hat sie immer schon für ihre kleine Schwester genommen. Aber das andere später kam im Verlauf der Zeit. Looking back, it's been a long time now. I've been in the national team since 11 years, and when I look back how it all started, it just makes me proud where we brought the game to and how much the game improved and how many people are now watching us. So I'm just really grateful to be part of the current generation, to experience both of it, the difficult start, but now to see the improvements. For us, it's important that people know that we can be good as men's can be good as women's. There's no gender. It's about football, like a world where everyone can be him. There's still a lot of people who think like it's not good enough, or women can't do the same what men, or they don't deserve the same what men do. But in the end, we can see we can inspire so many people out there, and it's growing. With 291 meters in height, it is Munich's tallest building. In just 7 meters per second, the elevator will take you up to our observation platforms at around 200 meters above ground. We wish you a great view of the great area of Munich and also into the future of the Olympic Park. Machen die bestimmt was anderes. Schon krass, was für Möglichkeiten es gibt. Eigentlich müsste hier nochmal Olympia sein. Aber das machen die nicht mehr. Wegen dem Attentat, ja. Überhaupt gar nicht in Deutschland, ne? Ich glaube, also in München auf jeden Fall nicht. Echt? Das ist so für 50 Jahre. Hi, ich bin die Julia Gwynn. Ich spiele für den FC Bayern München und für die deutsche Frauennationalmannschaft. Vor allem durch meine beiden älteren Brüder. Also wir haben eigentlich immer auf dem Fußballplatz zusammen gespielt. Der war direkt neben unserem Haus früher und dadurch bin ich so ein bisschen da reingestolpert. Es hat mir dann so viel Spaß und Freude gemacht, dass ich das auch immer beibehalten habe und irgendwann dann eben zu meinen Eltern bin und gesagt habe, ich möchte auch im Verein spielen. Und die waren anfangs nicht so begeistert, vor allem meine Mama. Deswegen musste ich mich da ein bisschen durchsetzen und bin dann tatsächlich das erste Mal auch heimlich zum Training gegangen und kam dann wieder zurück halt mit strahlenden Augen. Und ich glaube, das war dann auch so der Moment, wo meine Mama gemerkt hat, okay, das Mädchen will nur Fußball spielen und hat da eine Leidenschaft entdeckt. Wirklich nur so die Anfangszeit, wo meine Mama eben sich, glaube ich, gewünscht hat, dass ich was anderes mache und sie nicht ein drittes Kind hat, wo sie nur auf dem Fußballplatz unterwegs ist. Das hat sich aber ganz, ganz schnell gelegt und ich kam damals wirklich mit strahlenden Augen, glaube ich, zurück und meine Mama hat dann auch gemerkt, okay, das ist das, was mein Kind irgendwie glücklich macht und es war meinen Eltern halt immer wichtig, dass ich das mache, was mir am meisten Freude bereitet und das ist eben der Fußball. Und deswegen haben sie mich da auch von Anfang an dann unterstützt, haben mich zu jedem Training gefahren, zu jedem Spiel begleitet. Und das ist, glaube ich, auch was ganz Besonderes, dass man seinen Eltern jetzt auch viel zurückgeben möchte, jetzt mit der Karriere und den Momenten, die sie eben miterleben können. Parents are crucial. Later in your life, when they drive you to training or support you, or just give you the belief you can do anything, but also in the first instance, if you get into the game or not. That's happening at a very, very young age. And we all know if your dad or mom doesn't think this is a sport for you as a girl, then it won't happen. It is, of course, fundamentally important to have talented players, talented individual players, but in a tournament, if a team reaches that stage where everyone realizes, okay, I have to put my own interest aside for something bigger for my country to win that thing, I think that is the key recipe in the end to be then really successful. Ja, und einmal Curry weiß. Ja, genau. Die fand ich auch ganz geil.
But if it was all this color, no pink, it would be better. Or I don't like that. Yeah, it was that and white. It would be like retro. Team Chemistry, so versteht euch gut, oder? Eigentlich gut. Ich finde halt, wir haben schon so ein bisschen, also es gibt ja so die älteren Erfahrenen und halt so die Jungen. Das ist ja so bei uns, wir haben ja schon eine krasse Mischung. Und das muss sich noch so ein bisschen zusammenfügen, glaube ich. Das wird uns aber... Schafft das? Ich meine jetzt off-topic, aber denkst du, es ist genug Zeit, dass Sie so diese... Ich glaube, dadurch, dass wir halt... So wir haben ja sehr viel Zeit in diesen Basecamps. Also wir haben ja wirklich fast den ganzen Juni nochmal Vorbereitung. Habt ihr dann nur Trainings oder habt ihr so off-the-field Aktivitäten? Ich glaube auch, ja. Ja, so Teambuilding und sowas. Ja, und das ist, glaube ich, auch wichtig. Weil manchmal ist das fast wichtiger als das Rennen auf dem Platz. Ja. Weil ihr könnt alle Fußball spielen, das kommt gar nicht in Frage. Ja, es muss nur harmonieren. Ja. Ich erinnere mich tatsächlich noch an den Anruf, also es war damals noch unter Steffi Jones. Die hatte mich versucht anzurufen und ich war im Training, glaube ich. Und dann hatte ich eben die Mailbox abgehört und das war, also ich habe so gezittert am ganzen Körper, weil es irgendwie so ein Riesentraum von mir war, einfach berufen zu werden. Und das ist dann, da war ich glaube ich gerade 18, dass es dann so früh auch der Fall ist, ist natürlich was ganz, ganz Besonderes. Und deswegen war es auch die erste Maßnahme so im Kreise der Nationalmannschaft. Das war schon was ganz Besonderes und wird einem, glaube ich, auch immer im Gedächtnis bleiben. Ich glaube, ich bin ein echter Teamplayer. Egal ob auf oder im Nebenplatz, versuche ich immer meine Mitspieler irgendwie gut in Szene zu setzen, einfach ein guter Teamplayer zu sein. Das hat man auch im letzten Jahr gemerkt, als ich verletzt war, dass man da immer versucht, wenn man nicht aktiv beteiligt sein kann, dass man trotzdem der Mannschaft viel gibt. Und das ist auch das, was mich im Fußball so begeistert hat, einfach mit dem Team Erfolge zu feiern oder auch mal Niederlagen einstecken zu müssen. Aber wie gesagt, als ich einige Sportarten ausprobiert habe, waren auch Einzelsportarten dabei und da habe ich direkt gemerkt, dass das nicht das ist, was ich machen möchte, sondern dass es schon dieses Teamgefüge ist, was mir wirklich sehr viel Freude macht. Ich bin auch eine Spielerin, also ich bin ja größtenteils Abwehrspielerin, Außenverteidigerin und bin da selber, komme ich nicht so oft in Interaktion, deswegen bin ich eher so sozusagen eine Assistgeberin, was ich auch super gern mache, weil ich mich da, glaube ich, immer extrem mitfreue, wenn ich einer anderen Spielerin eine Vorlage geben kann und sie dadurch einen Torerfolg hat und wir der Mannschaft damit helfen und das ist, glaube ich, schon was mich auch auszeichnet. It's not always about winning or losing. I think it's the moments in between. Maybe in the end you're successful or not, but everything that happens on the road is, for me, is the most important thing. And just collecting these memories, having a good time here, giving it my all, that's what I take with me. Football, it's a team sport, so you can have amazing individual players, and if the team doesn't work, it's not the same. So for me, it's super important to just have a good atmosphere and to feel confident and to know that everyone trusts each other. I'm lucky that we have an amazing group here and that we are also, I don't know how to say,
we accept everyone the way she is, which that's the way it should be, and we just connect on so many levels, and I think it shows on the pitch but also off the pitch, and we are who we are, and we don't let anyone tell us otherwise and be like, yeah, you can't do that. No, we can do that, and we will do it because that's us. Für mich ist es eigentlich immer schön, weil man ist irgendwie so in dieser Vereinsblase drin, dass man die Leute hier eben tagtäglich sieht. Man ist immer im gleichen Umfeld. Und es ist einfach immer schön, wenn man im Kreise der Nationalmannschaft dann auch nochmal ist, wenn man Freunde aus der Liga wieder sieht, mit ganz anderen Menschen zusammen ist und einfach so schnell wieder harmoniert. Also man merkt oft, dass man sich ewig lang nicht gesehen hat, aber so diese Harmonie einfach direkt wieder besteht. Und das ist eigentlich immer so das, was ich sehr cool finde, dass man einfach sich mit den Besten aus Deutschland auch messen kann, aber gleichzeitig einfach ein super Teamgefüge hat, das sich halt auch neben dem Platz super versteht. Das ist auf jeden Fall eine Riesenehre. Also ich erinnere mich auch noch damals, habe ich immer gerade zu Europameisterschaften, Weltmeisterschaften gemeinsam mit meiner Familie geguckt. Auch immer im kompletten Dress von der Nationalmannschaft. Und das ist dann schon nochmal was anderes, wenn man dann wirklich in der Kabine sitzt vor so einem Spiel und dann realisiert, hey, ich spiele für mein Land, ich darf mein Land repräsentieren. Und deswegen ist es jedes Mal, wenn ich auch die Hymne höre oder einfach mit dem Adler auf der Brust dann auf dem Platz stehe, was ganz Besonderes. The memories we can create now, that's what we were dreaming about when we were kids, to play in front of full stadiums, big stadiums, to play against the world best teams. And I think Switzerland, we're not really used to play these big tournaments. We're a really small country. We don't have as many female footballers as other countries do have. So I do think we just bring a lot of experience back for the girls over there, and hopefully we can inspire so many young girls at the moment with watching us. And I think that's great to know that we're not only playing for ourselves, but also for the young girls there. Mijn naam is Daphne van Domselaar, 22 jaar en ik ben keepster van Oranje Leeuwinnen. Man hat immer die Nationalmannschaft im Fernsehen geguckt und da ist da auch schon zum Beispiel eine Alex Popp. I think everyone can look up to her. It's about being a real model. Ich habe es genossen, den Mädels beim Fußball zuzuschauen. Wir haben andere Eigenschaften, die Fußball auch zu einem schönen Spiel machen.